Lektion 1: Kaffeezeit. Hey Anna, möchtest du eine Tasse Kaffee trinken? Klar, das klingt toll. Ich könnte einen Koffeinschub gebrauchen. Super, lass uns in das neue Café die Straße runtergehen. Klingt gut für mich. Was für Kaffee bekommst du normalerweise? Ich bin ein großer Fan des Haus Blends. Es ist reichhaltig und würzig. Wie steht's mit dir? Ich bin selbst eher ein Fan von Vanilla-Latte. Die Süße gleicht die Bitterkeit aus. Oh, das klingt gut. Möchtest du, dass ich auch einen für dich bestelle? Das wäre wunderbar, danke. Und ich hole uns auch ein paar von dem verlockend aussehenden Gebäck. Eine hervorragende Wahl. Das wird eine herrliche Kaffeepause. Lektion 2: Autofahren im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit oft mit dem Bus fährst. Ja, ich habe versucht, weniger Auto zu fahren und mehr öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ich verstehe. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Nun, das liegt zum Teil an den Umweltauswirkungen des Autofahrens. Außerdem ist der Bus viel weniger stressig. Das stimmt, aber findest du nicht, dass es viel länger dauert, Plätze zu bekommen? Es kann, aber es macht mir eigentlich nichts aus. Es gibt mir Zeit zum Lesen oder einfach zum Entspannen auf dem Weg zur Arbeit. Fairer Punkt. Ich schätze, ich bin einfach so an den Komfort meines Autos gewöhnt. Ich verstehe. Aber haben Sie die Kosten für den Besitz und die Wartung eines Fahrzeugs berücksichtigt? Guter Punkt. Ich muss die Vor- und Nachteile etwas mehr abwägen. Lektion 3: Tollwut vorbeugen. Hey Anna, hast du von dem Tollwutausbruch in der nächsten Stadt gehört? Oh nein, das ist wirklich besorgniserregend. Tollwut ist eine so ernste und gefährliche Krankheit. Definitiv. Ich habe gelesen, dass es fast immer tödlich ist, wenn es nicht behandelt wird. Ja, deshalb ist Prävention so wichtig. Wissen Sie, was die Hauptursachen für Tollwut sind? Ich glaube, es wird normalerweise durch Bisse infizierter Tiere übertragen, oder? Exakt. Wildtiere wie Waschbären, Stinktiere und Fledermäuse sind die häufigsten Überträger. Huch, gut, dass ich meine Haustiere über ihre Tollwutimpfungen auf dem Laufenden halte. Absolut. Die Impfung Ihrer Haustiere ist eine der besten Möglichkeiten, die Ausbreitung von Tollwut zu verhindern. Das ist eine Erleichterung. Ich muss auch besonders vorsichtig sein, wenn ich unterwegs bin. Lektion 4: Reisen nach London. Hey Anna, gehst du heute irgendwo hin? In der Tat, ja. Ich fliege für eine Geschäftsreise nach London. Oh nett, ich wollte schon immer London besuchen. Was ist der Zweck deiner Reise? Nur eine Konferenz für mein Unternehmen. Aber ich hoffe, auch ein bisschen Sichtseein reinschleichen zu können. Das ist großartig. Du musst viele Fotos machen und mir alles darüber erzählen, wenn du zurückkommst.
Unbedingt. Ich freue mich sehr darauf, die Stadt zu erkunden. Es steht schon ewig auf meiner Bucketlist. Nun, habt eine wundervolle Zeit. Gute Reisen und vergewissern Sie sich, dass Sie sich amüsieren. Danke, John, das werde ich auf jeden Fall. Diese Reise wird eine großartige Erfahrung sein. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Bringst du mir ein Souvenir mit, okay? Lektion 5: Verbesserung meiner Marketingfähigkeiten. Hallo Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen. Hallo John, klar, was geht dir durch den Kopf? Nun, ich denke darüber nach, wieder zur Schule zu gehen, um einen Master in Marketing zu machen. Das ist wirklich interessant. Was hat dich dazu bewogen, das zu verfolgen? Ich habe das Gefühl, dass es meine aktuellen Fähigkeiten definitiv aufwerten würde. Ich würde gerne mein Wissen in diesem Bereich erweitern. Das ist eine tolle Idee. Ein Masterabschluss in Marketing könnte Ihnen wirklich neue Möglichkeiten eröffnen. Exakt. Ich denke, es wäre eine wertvolle Investition in mein zukünftiges Karrierewachstum. Ich stimme zu. Es zeigt, dass Sie Ihre berufliche Entwicklung proaktiv angehen. Absolut. Ich freue mich sehr über die Aussicht, mein Fachwissen im Marketing zu erweitern. Lektion 6: Hobbys. Hey Anna, ich habe gehört, dass in der Innenstadt dieses neue Geschäft eröffnet wurde, das alles bietet, was wir für unsere Hobbys brauchen. Willst du es dir ansehen? Das klingt großartig, John. Ich würde gerne sehen, was Sie haben. Ich wollte schon lange ein neues Bastelprojekt ausprobieren. Super, lass uns gehen. Ich bin besonders neugierig auf das Künstlerzubehör. Ich wollte schon immer wieder malen. Malen, das ist so cool. Ich wusste nicht, dass du Künstler bist. Ich wollte schon immer malen lernen. Es ist eine Weile her, aber ich habe es geliebt. Vielleicht kann ich dir ein paar Techniken beibringen, wenn du möchtest. Das würde ich wirklich schätzen, John. Das wird Spaß machen, zusammen ein neues Hobby zu lernen. Auf jeden Fall wird es ein großartiges Bindungserlebnis sein. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem neuen Laden alle möglichen coolen Sachen finden werden. Ich kann es kaum erwarten. Machen wir einen Tag draus, danach können wir zu Mittag essen und unser erstes Kunstprojekt planen. Klingt nach einem Plan. Das wird ein großartiges Abenteuer. Lektion 7: Bargeld zur Hand haben. Hey Anna, trägst du normalerweise Bargeld bei dir oder verlässt du dich eher auf deine Kreditkarten? Nun, ich versuche für alle Fälle etwas Bargeld griffbereit zu haben. Man weiß nie, wann Kreditkarten möglicherweise nicht akzeptiert werden. Das ist ein gutes Argument. Ich erinnere mich nicht immer daran, Bargeld dabei zu haben, aber es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Genau. Ich war in Situationen, in denen ich Bargeld brauchte und keines hatte, und das kann sehr unpraktisch sein. Ja, ich erinnere mich, dass ich einmal in einem kleinen Geschäft vor Ort war und sie nur Bargeld nahmen. Ich musste zum nächsten Geldautomaten rennen, was ziemlich mühsam war. Pfui, das ist das Schlimmste. Es ist immer gut, einen Backup-Plan zu haben und etwas Bargeld dabei zu haben, nur für den Fall. Definitiv.
Ich glaube, ich werde mir mehr Mühe geben, ein paar Scheine in meiner Brieftasche aufzubewahren, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist eine kluge Idee. Man weiß nie, wann es nützlich sein könnte. Exakt. Danke für den Tipp. Ab jetzt habe ich bestimmt etwas Bargeld dabei. Lektion 8: Eine Reise planen. Hey Anna, ich plane bald eine Reise. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Oh, wo willst du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich möchte sicher gehen, dass ich vorbereitet bin. Hast du irgendwelche Ratschläge? Sonnencreme auf keinen Fall vergessen. Das ist ein Muss für jede Reise. Gute Entscheidung. Was sollte ich sonst noch einpacken? Ein gutes Paar Wanderschuhe ist immer wichtig. Vergessen Sie nicht, eine leichte Jacke mitzubringen, falls sich das Wetter ändert. Vermerkt. Und was ist mit der Planung der Reise selbst? Gibt's da irgendwelche Tipps? Ich würde empfehlen, die Gegend im Voraus zu erkunden und eine grobe Reiseroute zu erstellen, aber auch Raum für Spontanität zu lassen. Das klingt nach einer guten Balance. Ich möchte nicht zu viel planen, aber ich möchte auch nicht überrascht werden. Lektion 9: Tennis Prodigy. Hey Anna, hast du von der jungen Tennisspielerin gehört, die als Junior die Nummer 1 der Welt war? Nein, ich glaube nicht, dass ich das gehört habe. Erzähl mir mehr. Offenbar war dieser Spieler im Alter von 14 Jahren die Nummer 1 und hatte bereits die Italian- und French Open-Titel gewonnen. Wow, das ist unglaublich. In so jungen Jahren so erfolgreich zu sein, ist wirklich beeindruckend. Ich weiß, oder? Es zeigt nur, wie talentiert einige dieser jungen Athleten sein können. Definitiv. Ich frage mich, welche Art von Ausbildung und Hingabe es gekostet haben muss, um dieses Niveau so früh zu erreichen. Das kann ich mir nur vorstellen. Sie müssen schon als Kind unzählige Stunden auf dem Platz verbracht haben. Absolut. Es ist unglaublich, dieses Maß an Leidenschaft und Tatendrang in jemandem zu sehen, der so jung ist. Das ist es wirklich. Ich bin gespannt, wie sich Ihre Karriere weiterentwickelt. Sie sind eindeutig dazu bestimmt, Großes zu erreichen. Lektion 10: Picknick im Park. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem schönen Park in unserer Nähe gehört? Ja, habe ich. Ich habe gehört, dass es ein paar Picknickplätze gibt, an denen wir gut zu Mittag essen könnten. Das klingt perfekt. Gibt es Restaurants im Park oder sollten wir unser Essen selbst einpacken? Soweit ich weiß, gibt es im Park ein paar Essensmöglichkeiten, aber es ist wahrscheinlich am besten, unser eigenes Picknick mitzubringen. Okay, großartig. Wir können ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht sogar ein Dessert einpacken. Es wird ein herrlicher Tag draußen. Definitiv. Ich liebe Picknicks im Park. Wir können einen schönen Platz mit Aussicht finden und uns einfach entspannen. Exakt. Das wird eine nette Abwechslung zu unserer gewohnten Routine sein. Ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Ich denke, es wird eine großartige Möglichkeit für uns sein, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Absolut.
Das wird ein wundervoller Tag. Lektion 11. An einem neuen Ort navigieren. Guten Morgen, Anna. Hast du Pläne für unsere Reise nächste Woche? Ich versuche herauszufinden, wie ich mich in der neuen Stadt am besten fortbewegen kann. Hey John, das habe ich mir gerade angesehen. Es scheint ein paar Transportmöglichkeiten zu geben, die wir in Betracht ziehen könnten. Was denkst du würde am besten für uns funktionieren? Nun, ich dachte, wir könnten uns überlegen, ein Auto zu mieten. Auf diese Weise hätten wir die Flexibilität, die Gegend nach unserem eigenen Zeitplan zu erkunden. Das ist eine gute Idee. Allerdings kann es etwas schwierig sein, mit dem Auto in einer unbekannten Stadt zu navigieren. Vielleicht sollten wir uns auch mit dem öffentlichen Nahverkehr befassen. Du hast recht. Öffentliche Verkehrsmittel könnten einfacher sein, vor allem, wenn wir viel in der Innenstadt sein werden. Wissen Sie, ob Sie ein gutes U-Bahn- oder Busnetz haben? Nach allem, was ich gelesen habe, ist das U-Bahn-System ziemlich umfangreich und zuverlässig. Wir könnten einen Transitpass bekommen und das würde uns unbegrenzte Fahrten ermöglichen. Hervorragend. Das klingt dann nach dem richtigen Weg. Wir können versuchen, diese Pässe im Voraus zu besorgen, um etwas Zeit zu sparen, wenn wir ankommen. Definitiv. Ich werde sicherstellen, dass ich die Transitrouten und Fahrpläne recherchiere, damit wir unsere Reiseroute effizient planen können. Fantastisch. Danke, Anna. Mit einem soliden Transportplan werden wir, glaube ich, das Beste aus unserer Zeit in der neuen Stadt machen können. Lektion 12. Bequemes Schuhkauf. Hey Anna, ich brauche ein paar neue Wanderschuhe für unseren Ausflug. Irgendwelche Empfehlungen? Oh ja, bequeme Schuhe sind ein Muss für all die Erkundungen, die wir unternehmen werden. Ich habe gerade das tollste Paar bekommen, sie haben eine tolle Polsterung. Das ist toll. Was für eine Art sind sie? Ich möchte sicher gehen, dass ich etwas bekomme, das mich wirklich unterstützt. Es handelt sich um leichte Sneaker mit Einlegesohlen aus Memory-Schaum. Sie sind so bequem, dass ich sie den ganzen Tag tragen kann, ohne dass meine Füße wund werden. H&M, das klingt perfekt. Denkst du, du könntest mir einen Link zu denen schicken, die du hast? Ich würde sie mir gerne ansehen. Absolut, lassen Sie mich das hochziehen. Oh, und kannst du mir auch ein beiges Paar besorgen? Ich finde es toll, wie vielseitig sie sind. Beige Farben? Interessante Farbauswahl. Aber wenn sie so bequem sind, wie du sagst, schnappe ich mir auch gerne ein paar in diesem Farbton. Vertrau mir, das Beige sieht wirklich gut aus. Außerdem passt es zu so vielen meiner Outfits für die Reise. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich bestelle ein paar dieser Schuhe für uns beide. Danke für die Empfehlung. Lektion 13. Den Ozean erkunden. Anna, warst du schon einmal am Meer? Ich freue mich so, es auf unserer Reise zu sehen. Das Meer? Oh ja, ich liebe es. Es ist einfach so ein riesiges, mächtiges Gewässer. Du könntest das Ganze in einem kleinen Pappbecher durchqueren. Ein Pappbecher? Wirklich? Das kann ich kaum glauben. Ist der Ozean nicht absolut riesig? Haha, ich übertreibe ein bisschen. Aber weißt du, wenn du einen richtig großen Pappbecher und einen Löffel für ein Paddel hättest, könntest du es wahrscheinlich zumindest über eine kleine Pfütze schaffen. Nun, ich habe bestimmt nicht vor, das zu versuchen.
Ich möchte einfach nur am Ufer stehen und die unglaubliche Aussicht genießen. Vielleicht sogar schwimmen gehen, wenn das Wasser warm genug ist. Das klingt reizend. Das Geräusch der rauschenden Wellen und die salzige Luft, das ist so beruhigend. Und im Meer zu schwimmen ist so ein einzigartiges Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten. Ich wette, es wäre einfach da zu schwimmen und das Wasser deinen ganzen Körper stützen zu lassen. Genau. Es ist fast so, als wäre man schwerelos. Du könntest dich einfach zurücklehnen und dich von der Strömung sanft tragen lassen. Das klingt himmlisch. Ich werde dafür sorgen, dass wir während unserer Reise genügend Zeit einplanen, um das Meer zu genießen. Lektion 14: Die Geschichte der Schokoladenkekse. Anna, ich habe neulich über die Geschichte der Schokoladenkekse gelesen. Wussten Sie, dass sie tatsächlich zufällig erfunden wurden? Auf keinen Fall, wirklich? Ich liebe Schokoladenkekse, aber ich kannte die Hintergrundgeschichte nie. Wie sind sie entstanden? Nun, die Geschichte besagt, dass die Besitzerin des Tollhaus in Ruth Wakefield versucht hat, eine Menge Schokoladenkekse zuzubereiten. Aber sie hatte keine Schokoladenkekse. Oh nein, das muss enttäuschend gewesen sein. Also, was hat sie stattdessen getan? Statt fester Schokolade zerhackte sie einen halbsüßen Nestle-Schokoriegel und fügte die Brocken zum Keksteig hinzu. Und der Schokoladenkeks war geboren. Wow, das ist so ein cleverer Unfall. Die Schokoladenstücke müssen im Teig geschmolzen sein, damit diese köstlichen Schokoladentaschen entstanden sind. Genau. Und bald darauf begann Nestle mit der Massenproduktion der Schokoladenstückchen, was es jedem leicht machte, diese Kekse zu Hause nachzukochen. Das ist unglaublich. Wer hätte gedacht, dass eine einfache Substitution zu einem so ikonischen Dessert führen könnte? Schokoladenkekse sind mein Favorit. Meins auch. Immer wenn ich einen esse, denke ich an den glücklichen Zufall in der Küche des Tollhaus in vor all den Jahren. Lektion 15: Verschiedene Schuhstile anprobieren. Anna, ich habe Schwierigkeiten zu entscheiden, welche Schuhe ich für unsere Reise kaufen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß, was du meinst. Das Einkaufen von Schuhen kann überwältigend sein, besonders wenn Sie das perfekte Paar finden möchten. Welche Stile hast du dir angesehen? Nun, ich habe über ein paar sportliche Sneaker nachgedacht, aber ich habe auch ein paar schöne lässige Slipper gesehen, die funktionieren könnten. Das hängt wirklich von der Art der Aktivitäten ab, die Sie geplant haben. Die Sneaker wären toll für viele Spaziergänge, aber die Slipper könnten besser für elegantere Anlässe sein. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, ich sollte über unsere Reiseroute nachdenken und darüber, welches Terrain wir abdecken werden. Definitiv. Warum probierst du nicht ein paar verschiedene Optionen aus und schaust, was sich am angenehmsten anfühlt? Du willst Schuhe, die deine Füße den ganzen Tag lang stützen. Gute Idee. Ich gehe in den Laden und sehe, ob ich ein paar Styles zum Testen finde. Vielleicht bringe ich sogar ein paar Paare mit nach Hause, um deine Meinung zu hören. Klingt perfekt. Ich gebe Ihnen gerne mein ehrliches Feedback. Das Anprobieren verschiedener Materialien und Designs hilft Ihnen dabei, die idealen Schuhe für unsere Reise zu finden. Fantastisch. Danke, Anna. Mit deiner Hilfe finde ich bestimmt das perfekte Paar Schuhe, um meine Füße auf unserem Abenteuer glücklich zu machen. Lektion 16: Das ist der Geist.
Hey Anna, hast du von der Reise unseres Freundes gehört? Hört sich an, als hätten sie ein ziemliches Abenteuer erlebt. Oh, wirklich? Was ist passiert? Nun, sie stießen auf einige unerwartete Herausforderungen, aber sie behielten eine positive Einstellung bei und machten das Beste daraus. Das ist großartig. Schwierigkeiten mit einer guten Denkweise zu begegnen, kann die Dinge umkehren. Definitiv. Sie sagten, es habe ihnen tatsächlich einige wertvolle Lektionen für zukünftige Reisen beigebracht. Das ist der Geist. Diese flexible und belastbare Denkweise ist so wichtig, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Absolut. Es geht darum, wie sie sich den Hindernissen nähern, nicht nur den Hindernissen selbst. Exakt. Eine positive Einstellung kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, aus einer stressigen Situation ein unvergessliches Erlebnis zu machen. Definitiv. Ich freue mich, dass Sie die Schläge aushalten und das Beste daraus machen konnten. Lektion 17: Schießen aus verschiedenen Blickwinkeln. Hey Anna, ich habe mir die neue Kamera angesehen, die du hast. Für Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln scheint es eine großartige Option zu sein. Oh ja, ich mag die Vielseitigkeit dieser Kamera wirklich. Der schwenkbare Bildschirm macht es einfach, kreativ mit den Winkeln umzugehen. Das ist großartig. Was für Aufnahmen konntest du damit bisher machen? Ich habe viel experimentiert, niedrige Aufnahmen, hohe Blickwinkel, sogar einige lustige Selfie-Winkel. Der Bewegungsbereich ist wirklich beeindruckend. Toll, das muss eine Menge künstlerischer Möglichkeiten eröffnen. Die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln, kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass es mir hilft, Dinge aus neuen Blickwinkeln zu sehen und verschiedene Kompositionen auszuprobieren. Das ist großartig. Würden Sie insgesamt sagen, dass diese Kamera eine solide Investition für jemanden ist, der sein Fotografiespiel verbessern möchte? Absolut. Die Bildqualität ist fantastisch und die verschiedenen Aufnahmemodi machen es wirklich vielseitig. Ich bin wirklich glücklich damit. Hervorragend, das freut mich zu hören. Klingt nach einer Kamera, die für jeden, der sich mit Fotografie beschäftigt, eine Überlegung wert ist. Lektion 18: Unerwartete Herausforderungen. Hey Anna, wie lief dein Renovierungsprojekt? Ich habe gehört, dass du auf einige unerwartete Probleme gestoßen bist. Oh Mann, du machst keine Witze. Es war ein bisschen wie eine Achterbahn, das ist sicher. Oh oh, was ist passiert? Ich hoffe, es war nicht zu viel Aufwand. Nun, ich habe ein undichtes Rohr entdeckt, das repariert werden musste, bevor ich weitermachen konnte. Definitiv eine unerwartete Herausforderung. Huch, das macht nie Spaß. Wie hast du es geschafft, damit umzugehen? Es hatte ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich bin froh, dass ich es früh bemerkt habe. Ich musste einen Klempner hinzuziehen, um das zu klären. Ich wette, das hat dem Projekt etwas mehr Zeit und Kosten hinzugefügt. So läuft das immer, nicht wahr? Erzähl mir davon. Aber ich habe versucht, positiv zu bleiben und die Schläge einfach hinzunehmen. Man muss flexibel sein, oder? Absolut. Sich solchen Überraschungen mit der richtigen Einstellung zu stellen, kann den Unterschied ausmachen. Lektion 19: Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten.
Hey Anna, freust du dich auf das große Event an diesem Wochenende? Ich kann es kaum erwarten zu gehen. Hallo John, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Die Wettervorhersage sieht toll aus, also hoffe ich, dass sie zusammenpasst. Das ist gut zu hören. Ich hoffe nur, dass es genug Aktivitäten gibt, um uns die ganze Zeit zu unterhalten. Ich bin mir sicher, dass es welche geben wird. Ich habe gehört, dass Sie viele lustige Spiele und Attraktionen geplant haben. Hoffen wir, dass wir auch ein paar gute Essensmöglichkeiten finden. Absolut. Ein gutes Essen wäre der perfekte Ausklang des Tages. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Das wird so eine tolle Zeit. Ich kann es kaum erwarten, ein paar wundervolle Erinnerungen mit dir zu haben. Einverstanden. Ich bin so froh, dass wir beschlossen haben, zusammenzugehen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Definitiv. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Diese Veranstaltung wird ein unvergessliches Ereignis sein. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten. Das wird unglaublich. Lektion 20: Fahrradabenteuer an der Küste. Hey Anna, ich habe mir für unsere Reise überlegt, wir sollten Fahrräder mieten und die Küstenwege erkunden. Oh, das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich liebe die Idee, die Küste auf diese Weise zu sehen. Das gleiche hier. Wir könnten so viel Boden zurücklegen und die Aussicht wirklich genießen. Definitiv. Auf den Trails zu fahren wäre eine unterhaltsame und aktive Art, die Gegend zu erkunden. Absolut. Außerdem würde es uns die Flexibilität geben, uns ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Das ist ein gutes Argument. Mit dem Fahrrad könnten wir Bereiche erreichen, die wir zu Fuß möglicherweise nicht erreichen könnten. Exakt. Wir könnten wirklich in die natürliche Schönheit der Küste eintauchen. Ich bin begeistert. Planen wir auf jeden Fall ein, zumindest für einen Teil der Reise Fahrräder zu mieten. Super, ich werde mir die besten Verleihstellen und fahrradfreundlichen Wege in der Gegend ansehen. Lektion 21: Neue Gadgets. Hallo Anna, hast du von der neuen Kontofunktion gehört, die gerade veröffentlicht wurde? Anscheinend können Sie jetzt eine Taste drücken, um eine Punktzahl abzugeben. Wow, das ist wirklich interessant. Das würde ich gerne ausprobieren. Wissen Sie, ob es weitere neue Funktionen mit dem Konto gibt? Ja, ich habe gelesen, dass Sie auch eine Funktion hinzugefügt haben, mit der Sie 500 für Ihr Konto anfordern können. Das könnte wirklich nützlich sein. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich mir ansehen. Ich frage mich, welche anderen coolen Funktionen Sie in Zukunft hinzufügen könnten. Ich auch, ich bin immer auf der Suche nach neuen Geräten und Technologien. Es macht Spaß, die neuesten Updates zu entdecken. Definitiv. Ich liebe es, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Haben Sie noch andere neue Lieblingsgeräte oder Funktionen, die Sie kürzlich entdeckt haben? Lass mich nachdenken. Oh, ich habe von dieser coolen App gehört, die dir hilft, deine Familienabstammung zu recherchieren und zu dokumentieren. Das klingt wirklich interessant. Oh, das klingt nützlich. Es kann so lohnend sein, Ihre Familiengeschichte nachzuverfolgen. Das muss ich überprüfen. Ja, ich denke darüber nach,
es zu versuchen. Es könnte ein lustiges Projekt sein, daran zu arbeiten. Lektion 22, der geschäftige Touristenort. Hey Anna, hast du von dem neuen Touristenort gehört, von dem alle schwärmen? Nein, habe ich nicht. Was ist der Deal damit? Ist es wirklich so beliebt? Unbedingt. Offenbar zieht es viel mehr Besucher an als die ähnlichen Orte in der Nähe. Ich bin neugierig zu erfahren, was die Leute dort anzieht. Das ist interessant. Was denkst du könnte der Grund sein? Ist es die Lage, die Attraktionen oder etwas anderes? Nun, soweit ich gehört habe, sind die Aussichten und Aktivitäten dort im Vergleich zu den anderen Orten ziemlich einzigartig. Außerdem scheinen die Erreichbarkeit und die Transportmöglichkeiten besser zu sein. Ah, ich verstehe. Einfacher Zugang und einzigartige Angebote müssen dann die Schlüsselfaktoren sein. Ich frage mich, ob die Preise auch angemessen sind. Das könnte ein weiteres Unentschieden sein. Guter Punkt. Ich muss mir die Preise ansehen und sehen, ob das auch zum erhöhten Traffic beiträgt. Es wäre toll, es zu besuchen und aus erster Hand zu erleben. Definitiv. Wenn die Preise fair sind und das Erlebnis wirklich außergewöhnlich ist, kann ich verstehen, warum es zu einem so beliebten Reiseziel geworden ist. Ich bin versucht, es mir selbst anzusehen. Das Gleiche hier. Wir sollten bald eine Reise dorthin planen. Es würde Spaß machen, den Ort zu erkunden und zu sehen, worum es bei dem ganzen Hype geht. Lektion 23, die Details behalten. Hey Anna, ich wollte den Touristenort, über den wir vorhin gesprochen haben, weiter verfolgen. Hast du noch mehr Informationen dazu gefunden? Ja, habe ich. Es scheint, dass der Hauptgrund, warum es so viele Besucher anzieht, die einzigartigen Outdoor-Aktivitäten sind, die sie anbieten. Oh, wirklich? Über welche Art von Aktivitäten sprechen wir? Gibt es etwas besonders Aufregendes oder Abenteuerliches? Soweit ich gelesen habe, gibt es dort diesen unglaublichen Wanderweg mit atemberaubender Aussicht sowie einige wirklich coole Wassersportarten auf dem nahegelegenen See. Wow, das klingt unglaublich. Die Kombination aus natürlicher Schönheit und Outdoor-Aktivitäten muss ein großer Anziehungspunkt sein. Gibt es sonst noch etwas Bemerkenswertes? Lass mich sehen. Oh, und die Barrierefreiheit scheint auch ein wichtiger Faktor zu sein. Anscheinend haben sie großartige öffentliche Verkehrsmittel, die es den Menschen leicht machen, dorthin zu gelangen. Das ist fantastisch. Ein einfacher Zugang ist entscheidend, insbesondere für ein beliebtes Touristenziel. Sollte ich mir sonst noch etwas notieren? Ja, noch etwas, die Preise für die Aktivitäten und Unterkünfte scheinen recht günstig zu sein, was wahrscheinlich zu den hohen Besucherzahlen beiträgt. Gut zu wissen. Erschwingliche Preise und all die anderen attraktiven Faktoren machen es zu einem wirklich überzeugenden Reiseziel. Ich freue mich noch mehr darauf, jetzt eine Reise dorthin zu planen. Lektion 24, das Verlangen nach Keksen. Morgen. Ich habe in letzter Zeit Lust auf Kekse. Haben Sie neue Bäckereien oder Cafés bemerkt, die für ihre Kekse viel Aufmerksamkeit erregt haben? Jetzt wo du es erwähnst, habe ich von dieser einen neuen Bäckerei gehört, die für ihre Kekse viel Aufsehen erregt hat. Offenbar verwenden sie einige spezielle Zutaten, die dazu beitragen, dass die Kekse sehr lange frisch und weich bleiben.
Oh, das ist interessant. Welche speziellen Zutaten könnten Sie verwenden? Ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Kekse so frisch halten können. Soweit ich weiß, verwenden sie eine Kombination aus hochwertiger Butter, einem Hauch Honig und einigen einzigartigen Mehlmischungen. Es geht um das perfekte Verhältnis, um diese weiche, klebrige Textur beizubehalten. Wow, das klingt unglaublich. Kein Wunder, dass die Leute nicht aufhören können, von Ihnen zu schwärmen. Wissen Sie zufällig, ob Sie einzigartige oder spezielle Keksaromen anbieten? Ja, tatsächlich. Ich habe gehört, dass sie einige wirklich kreative und köstliche Aromen haben, wie gesalzenes Karamell, dunkle Schokoladenstücke und sogar ein saisonales Kürbisgewürz. Oh, gesalzenes Karamell und Kürbisgewürz klingen absolut göttlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Hast du selbst einen Ihrer Kekse probiert? Noch nicht, aber ich habe definitiv vor, sie mir bald anzusehen. Die Bewertungen waren so positiv, dass ich der Versuchung nicht länger widerstehen kann. Das gleiche hier. Wir sollten irgendwann zusammen eine Reise dorthin planen. Es würde Spaß machen, all die verschiedenen Geschmacksrichtungen auszuprobieren und zu sehen, worum es bei dem Hype geht. Lektion 25: Die weniger befahrene Straße. Hey Anna, ich versuche für dieses Wochenende einen Roadtrip zu planen. Hast du irgendwelche Vorschläge für die beste Route? Oh, ein Roadtrip, wie aufregend. Nun, ich habe gehört, dass die malerische Route durch die Landschaft zu dieser Jahreszeit besonders schön ist. Es dauert vielleicht etwas länger, aber die Aussicht soll atemberaubend sein. Das klingt wunderbar. Ist diese Route deutlich länger als die direktere Autobahnvariante? Ich versuche, landschaftliche Schönheit mit Bequemlichkeit in Einklang zu bringen. Lass mich nachdenken. Ich glaube, die malerische Route ist etwa eine Stunde länger, aber die Autobahnen können ziemlich überlastet sein, besonders am Wochenende. Die Landstraßen könnten etwas entspannter sein. Ich verstehe. Eine zusätzliche Stunde ist nicht schlecht, und die Gelegenheit, die Landschaft zu genießen, könnte sich lohnen. Was denkst du wäre die bessere Option in Bezug auf das Gesamterlebnis? Basierend auf dem, was ich weiß, würde ich wahrscheinlich die malerische Route empfehlen. Die Fahrt selbst könnte Teil des Abenteuers sein, und unterwegs werden Sie einige wirklich malerische Landschaften sehen. Du bringst ein gutes Argument vor. Die Reise ist genauso wichtig wie das Ziel, nicht wahr? In Ordnung, ich glaube, dann bin ich von der landschaftlich reizvollen Route überzeugt. Danke für den hilfreichen Rat. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Die malerische Route ist definitiv der richtige Weg, wenn Sie nach einem angenehmeren und unvergesslicheren Roadtrip-Erlebnis suchen. Hervorragend. Ich fange an, die Reiseroute zu planen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Das wird ein lustiger kleiner Kurzurlaub. Lektion 26: Einsicht Sie ein Abenteuer. Hey Anna, warst du schon einmal an den Niagarafällen? Nein, habe ich nicht. Aber ich wollte es schon immer sehen. Ist es die Reise wert? Definitiv. Die Wasserfälle sind absolut atemberaubend. Aber wissen Sie, die kleine Stadt Niagara-on-the-Lake in der Nähe ist auch sehr reizvoll. Oh, davon wusste ich nichts. Wie ist Niagara-on-the-Lake als Reiseziel? Es ist ein malerischer kleiner Ort mit historischen Gebäuden, niedlichen Geschäften und großartigen Weingütern. Touristen übersehen es oft und gehen einfach direkt zu den Wasserfällen.
das klingt nach einer schönen Ergänzung zu der Reise. Ich muss sicherstellen, dass ich es mir ansehe, wenn ich gehe. Ja, es ist ein verstecktes Juwel. Die Fahrt von den Wasserfällen hinunter nach Niagara-on-the-Lake ist auch sehr malerisch. Super, danke für den Tipp. Ich werde Niagara-on-the-Lake im Hinterkopf behalten, wenn ich eine Reise zu den Niagarafällen plane. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisehinweise für Niagara benötigen. Lektion 27: Herausforderungen durch Sprachbarrieren. Hey Anna, ich wollte fragen, hattest du als Tourist in einem anderen Land schon einmal Probleme mit der Kommunikation? Oh ja, absolut. Erst letztes Jahr bin ich nach Italien gereist und fand es manchmal ziemlich herausfordernd. Das kann ich mir vorstellen. Die Sprachbarriere muss hart gewesen sein. Auf welche Probleme sind Sie gestoßen? Nun, einfache Dinge wie Essen bestellen oder nach dem Weg fragen waren wirklich schwierig. Außer Hallo und Danke wusste ich nicht viel Italienisch. Das muss frustrierend gewesen sein. Wie hast du es geschafft, über die Runden zu kommen? Ich habe versucht, Übersetzungs-Apps zu verwenden und auf Dinge hinzuweisen, aber das war nicht immer effektiv. Ich fühlte mich schlecht, weil ich die Einheimischen belästigen musste. Ich verstehe. Der Umgang mit dieser Sprachbarriere kann manchmal wirklich den Spaß am Reisen nehmen. Definitiv. Aber ich habe auch einige wirklich nette Leute getroffen, die trotz der Sprachunterschiede ihr Bestes gegeben haben, um mich zu verstehen und zu helfen. Das ist gut zu hören. Diese Unterstützung vor Ort macht einen großen Unterschied, wenn Sie sich an einem unbekannten Ort befinden. Lektion 28: Erlebnisse mit Zugreisen. Hey Anna, bist du schon einmal mit dem Zug gereist? Ja, habe ich. Ich habe letztes Jahr eine Zugreise gemacht und sie hat mir sehr gut gefallen. Oh nett, wo bist du hingegangen? Ich bin von der Stadt aufs Land gereist. Die Zugfahrt war so malerisch und entspannend. Das klingt reizend. Ich wollte schon immer mal mit dem Zug reisen, aber ich habe es nie wirklich gemacht. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist so ein einzigartiges Erlebnis im Vergleich zum Fliegen oder Fahren. Was hat dir daran am besten gefallen? Ich habe es geliebt, mich zurückzulehnen, zu entspannen und die Landschaft vorbeiziehen zu sehen. Es hat etwas wirklich Friedliches an sich. Das klingt ansprechend. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch komfortabler ist als zu fliegen. Lektion 29: Speiseoptionen. Hey Anna, ich habe gehört, dass es in der Gegend viele gute Restaurants gibt. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Absolut, es gibt viele Möglichkeiten. Auf welche Art von Küche hast du Lust? Ich bin ziemlich aufgeschlossen. Hast du irgendwelche diätetischen Einschränkungen, die ich beachten sollte? Nein, ich habe keine speziellen Ernährungsbedürfnisse. Aber ich weiß, dass es hier viele vegetarische und glutenfreie Speisen gibt. Gut zu wissen. Ich hatte gehofft, einen Ort zu finden, der unterschiedlichen Vorlieben gerecht wird. In diesem Fall würde ich vorschlagen, das kleine italienische Bistro in der Innenstadt zu besuchen. Sie haben tolle Nudelgerichte und auch eine große Auswahl an Salaten.
Oh, italienisch klingt perfekt. Und ein Salat wäre auch genau das Richtige. Absolut. Die Lage ist auch wirklich süß, direkt im Herzen des historischen Viertels. Klingt ideal. Ich werde das auf jeden Fall zu meiner Liste der Orte zum Ausprobieren hinzufügen. Danke für die Empfehlung. Lektion 30: Carvers Reise. Hey Anna, wusstest du, dass der berühmte Wissenschaftler George Washington Carver tatsächlich in den Süden nach Alabama gezogen ist? Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, er arbeitete hauptsächlich im Bundesstaat Missouri. Ja, nach seiner frühen Arbeit in Missouri zog Carver bald nach Süden in den Bundesstaat Alabama, wo er seine bahnbrechenden Forschungen fortsetzte. Interessant. Ich frage mich, was zu seiner Entscheidung geführt hat, nach Alabama zu ziehen. Nach allem, was ich gelesen habe, wurde Carver eingeladen, der Fakultät des Tuskegee-Institute in Alabama beizutreten, wo er seine Arbeit an landwirtschaftlichen Innovationen vorantreiben konnte. Das macht Sinn. Tuskegee war zu dieser Zeit eine prominente afroamerikanische Institution, also muss es eine großartige Gelegenheit für Carver gewesen sein. Absolut. Während seiner Zeit in Alabama leistete er bedeutende Beiträge zur Schule und zur umliegenden Gemeinde. Es ist erstaunlich, wie weit Carvers Arbeit so weitreichende Auswirkungen hatte, obwohl er in verschiedene Teile des Landes zog. Ja, sein Engagement für wissenschaftliche Forschung und die Verbesserung des Lebens der Landwirte war wirklich inspirierend. Carvers Vermächtnis inspiriert uns auch heute noch. Lektion 31: Ein Sturm im Herzen. Hallo Anna, hast du dich schon einmal gefühlt, als ob ein Engel den Wirbelwind reitet und den Sturm lenkt? Das ist eine interessante Art, eine turbulente Situation zu beschreiben, John. Was meinst du damit? Nun, manchmal kann sich das Leben chaotisch anfühlen, wie ein tobender Sturm, aber es gibt ein Gefühl göttlicher Absicht, das alles lenkt, weißt du? Ich verstehe, was du sagst. Es ist, als gäbe es einen größeren Plan bei der Arbeit, auch wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Genau. Und mitten im Sturm können wir immer noch Segnungen finden, wenn wir unsere Augen öffnen. Das ist eine wunderschöne Perspektive. Es erinnert mich an das Sprichwort: Gott segne euch alle und Gott segne Amerika. Selbst in schwierigen Zeiten gibt es immer noch Platz für Dankbarkeit. Absolut. Wir müssen daran glauben, dass es einen Grund für den Sturm gibt, auch wenn wir ihn nicht sofort erkennen können. Ich stimme zu. Es geht darum, dieses Gefühl von Hoffnung und Zielstrebigkeit aufrechtzuerhalten, egal was das Leben uns in den Weg stellt. Gut gesagt. Es ist beruhigend zu wissen, dass ein Engel immer noch im Wirbelwind reitet und uns hindurchführt. Lektion 32: Zuverlässige Einzelhändler. Hallo Anna, hattest du in letzter Zeit gute Erfahrungen beim Online-Shopping? Ja, habe ich. Ich habe ein paar beliebte Online-Händler gefunden, die ich wirklich mag. Oh, das ist großartig. Was magst du an ihnen? Nun, sie waren wirklich zuverlässig in Bezug auf Versand, Produktqualität und Kundenservice. Ich habe das Gefühl, dass ich ihnen vertrauen kann. Das ist gut zu hören. Ich wollte schon länger online einkaufen, aber ich zögere immer ein bisschen. Das kann ich verstehen.
Früher ging es mir genauso, aber ich habe so positive Erfahrungen gemacht, dass ich mich jetzt wohler damit fühle. HMM, vielleicht probiere ich es mal aus. Hast du irgendwelche spezifischen Empfehlungen? Ich kann definitiv einige teilen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Vorschläge haben möchten. Das wäre wirklich hilfreich. Danke, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihre Erkenntnisse teilen. Lektion 33: Cashflow ausrichten. Morgen. Ich wollte dir etwas über unsere Geschäftsfinanzen sagen. Oh, klar, was ist los? Nun, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der Zahlungsplan nicht unseren Cashflow-Prognosen entspricht. Ich verstehe. Das ist definitiv etwas, das wir angehen müssen. Hatten Sie die Gelegenheit, nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausrichtung zu suchen? Ich habe ein paar Optionen geprüft, aber ich würde auch gerne Ihre Gedanken hören. Irgendwelche Ideen, wie wir den Zahlungsplan besser mit unserem Cashflow synchronisieren können? Lass mich darüber nachdenken. Vielleicht könnten wir mit unseren Kunden verschiedene Zahlungsbedingungen besprechen oder eine Kreditlinie in Betracht ziehen, um etwaige Lücken zu schließen. Das sind gute Vorschläge. Die werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Absolut. Ich freue mich, mit Ihnen daran zu arbeiten, eine Lösung zu finden, die für unsere finanzielle Situation geeignet ist. Fantastisch. Danke, Anna. Ich schätze Ihren Beitrag dazu sehr. Es wird einen großen Unterschied machen. Lektion 34: Experimentelle Klänge. Hey Anna, hast du in letzter Zeit neue Musik gehört? Weißt du, das habe ich. Ich habe mich wirklich für einige der experimentellen Sachen interessiert, die Musiker ausprobiert haben. Oh, interessant. Welche Art von Experimenten hast du gehört? Nun, mir ist aufgefallen, dass einige Künstler verschiedene Arten von Instrumenten erforschten und Genres auf wirklich einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Das klingt echt cool. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben, was du dir angehört hast? Sicher, es gibt eine Band, die diese wirklich einzigartigen Perkussionselemente integriert und sie mit traditionelleren Melodieinstrumenten überlagert hat. Wow, das klingt faszinierend. Das würde ich mir gerne ansehen. Musik entwickelt sich ständig weiter, nicht wahr? Definitiv. Es ist aufregend zu sehen, wie Musiker Grenzen überschreiten und neue Dinge ausprobieren. Ich stimme zu. Es ist erfrischend, Künstler zu hören, die bereit sind, Risiken einzugehen und mit ihrem Sound zu experimentieren. Lektion 35: Produktive Räume. Hallo Anna, ich freue mich sehr darauf, einen eigenen Lernraum für zu Hause einzurichten. Das ist großartig, John. Einen ausgewiesenen Bereich für konzentriertes Arbeiten zu haben, kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Ich möchte ein Umfeld schaffen, das Produktivität und Lernen fördert. Absolut. Was für Dinge planen Sie, in Ihren Heimarbeitsraum aufzunehmen? Nun, ich denke an einen bequemen Schreibtisch, gute Beleuchtung und vielleicht sogar ein paar Pflanzen oder Kunstwerke, damit es sich einladender anfühlt.
Das klingt nach hervorragenden Ergänzungen. Es ist entscheidend, einen Raum zu schaffen, der sowohl praktisch als auch optisch ansprechend ist. Exakt. Und ich freue mich sehr darauf, es so einzurichten, dass es mich dazu inspiriert, effizient zu arbeiten. Das ist wunderbar, John. Ich bin mir sicher, dass Sie am Ende einen fantastischen Lernraum für zu Hause haben werden, der Ihnen hilft, erfolgreich zu sein. Ich hoffe es. Ich freue mich einfach darauf, loszulegen und zu sehen, wie alles zusammenkommt. Lektion 36: Schneeabenteuer. Hey Anna, hast du von dem starken Schneefall gehört, den wir an diesem Wochenende erwarten? Ja, ich habe die Wetterberichte gesehen. Scheint, als ob uns ein ziemlicher Schneesturm bevorsteht. Ich weiß, es wird ein richtiges Winterwunderland da draußen sein. Aber Sie wissen, was das bedeutet, gefährliche Fahrbedingungen. Absolut. Schnee und Eis auf den Straßen können es wirklich schwierig machen, sich fortzubewegen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich zur Arbeit pendeln muss. Ja, ich auch. Ja, auf den Straßen müssen wir besonders vorsichtig sein. Vielleicht sollten wir erwägen, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es zu schlimm wird. Gute Idee. Bei all dem Schnee könnten auch Fitnesskurse abgesagt werden. Ich hatte gehofft, an diesem Wochenende ein gutes Training zu machen. Oh nein, das ist schade. Obwohl ich denke, wir könnten stattdessen immer ein paar Indoor-Übungen ausprobieren. Werde kreativ mit unseren Trainingsroutinen. Du hast recht, das ist eine großartige Lösung. Ich bin mir sicher, dass wir einige unterhaltsame Möglichkeiten finden, aktiv zu bleiben, auch wenn wir wegen des Schnees drinnen festsitzen. Exakt. Dieses Wetter mag eine Unannehmlichkeit sein, aber wir können das Beste daraus machen. Machen Sie daraus eine Gelegenheit für eine schöne Zeit in Innenräumen. Lektion 37: Entdecker und Wissenschaft. Hey Anna, hast du von der letzten Expedition in den Amazonas-Regenwald gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Das Forscherteam entdeckte eine neue Pflanzenart, die eine seltene Krankheit heilen kann. Wow, das ist unglaublich. Die Wissenschaft ist so faszinierend. Ich züchte zu Hause ein paar Bohnenpflanzen für ein Schulprojekt. Wirklich? Wie läuft das? Ich habe dieses Semester keine naturwissenschaftlichen Hausaufgaben. Es läuft gut. Die Pflanzen sprießen gut. Wir lernen alles über Photosynthese. Das ist cool. Ich habe es immer genossen, in der Schule etwas über Pflanzenbiologie zu lernen. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie sie Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid in Nahrung umwandeln können. Definitiv. Ich freue mich, dass die Entdecker im Regenwald etwas Nützliches gefunden haben. Lektion 38: Nach dem Weg fragen. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo sich das Business Center befindet? Klar, es ist im 2. Stock, den Flur runter auf der linken Seite. Okay, ich hab's. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Anweisungen rund um das Hotel benötigen. Wird reichen. Um ehrlich zu sein, bin ich etwas umgedreht. Keine Sorge, es ist ein großer Ort.
Folgen Sie einfach den Schildern und Sie werden es finden. Ich weiß es zu schätzen. Ich will mich auf dem Weg zum Meeting nicht verlaufen. Ich bin sicher, dir wird es gut gehen. Nehmen Sie sich einfach Zeit und Sie werden dort ankommen. Super, danke nochmal für die Anleitung. Ich werde mich an Sie erinnern. Lektion 39: Klärung des Projektumfangs. Gut zu wissen. Abschließend möchte ich den im Vertrag festgelegten Arbeitsumfang klarstellen. Klar, was würdest du gerne wissen? Können Sie weitere Einzelheiten zum Zeitplan und zu den Ergebnissen des Projekts angeben? Absolut. Der Zeitplan beträgt 6 Monate, und zu den wichtigsten Ergebnissen gehören ein umfassender Bericht und eine Präsentation. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit dem Budget? Gibt es dort Flexibilität? Das Budget steht fest, aber wir können bei Bedarf eine Anpassung des Umfangs erörtern, um die zugewiesenen Mittel einzuhalten. Verstanden. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir alle auf derselben Wellenlänge sind, bevor wir weitermachen. Natürlich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich kläre das gerne weiter. Toll, ich denke, das deckt es ab. Danke für deine Zeit. Lektion 40: Lokale Geschäfte finden. Ja, ich suche nach Einkaufszentren oder Geschäften in der Umgebung. Kennst du irgendwelche guten Optionen? Sicher, es gibt ein großes Einkaufszentrum etwa 10 Minuten von hier entfernt. Sie haben eine große Auswahl an Geschäften und Restaurants. Wunderbar, genau darauf hatte ich gehofft. Gibt es noch etwas in der Nähe, das einen Besuch wert ist? Nur ein paar Blocks entfernt gibt es auch einen lebhaften Markt im Freien. Sie haben viele lokale Anbieter und Kunsthandwerk. Oh, das klingt nach meiner Art von Ort. Ich muss sicherstellen, dass ich beide besuche. Definitiv. Der Markt ist ein wirklich schöner Ort, um einzigartige Geschenke zu finden und die lokale Kultur zu erleben. Super, danke für die Empfehlungen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während Ihres Aufenthalts weitere Vorschläge benötigen. Wird reichen. Ich freue mich darauf, die Gegend zu erkunden.